Auch heute wieder live und in Farbe. Herzlich willkommen in München auf meinem Kanal Zobeltier Finanzkanal. Heute geht es um das Thema Dollar Cost Averaging. Ja, was ist das? Durchschnittskosteneffekt. Aber genau 3 wichtige Punkte werde ich euch erklären und schaut euch das Video an bis zum Schluss. Ihr werdet das auch für eure Sparpläne einsetzen können. Und in der neuen App Trade Republic ist das also ganz einfach. Trade Republic hat eine neue App herausgebracht. Und ich zeige euch das gleich, wie ich das mache. Also folgt mir, kommt mit dazu und bleibt bis zum Schluss dabei. Bis gleich, es geht auch schon los. Wunderbar, dass ihr alle wieder mit dabei seid und ich freue mich auch sehr. Es gibt ein neues Thema, nämlich den Durchschnittskosteneffekt. Was ist das genau? Also eigentlich heißt es nichts anderes, dass du immer zu einem bestimmten Zeitpunkt regelmäßig, das kann also einmal in der Woche sein und dann 4-mal im Monat oder einmal im Monat oder einmal im Jahr. Das ist natürlich dann ein sehr langer Zeitraum oder alle 6 Monate könnt ihr dann eine Investition tätigen und ihr nehmt immer den gleichen Sockelbetrag. Immer zum Beispiel 100 Euro, 50 Euro oder 250 Euro und habt dann also die Vorteile, dass ihr das in einem Sparplan machen könnt. Die meisten Broker bieten mittlerweile Sparpläne an, sogar wöchentlich. Täglich habe ich es noch nicht gesehen. Also wenn ihr täglich irgendwo anlegen könnt, automatisiert, dann ist das, schreibt es mal in die Kommentare, dann ist das neu für mich. Ich kann bei der Consorsbank kann man zum Beispiel wöchentlich einen Sparplan einrichten oder auch bei der Trade Republic. Ich zeige euch das nachher gleich bei der Trade Republic. Und jetzt sind wir auch schon bei einem der größten Vorteile, nämlich dass das Ganze automatisiert stattfindet. Das heißt, ihr richtet euch einmal einen Sparplan ein und führt dort dann euren Investitionsauftrag aus. Zum Beispiel kann es eine Aktie sein oder ein ETF oder ein REIT und dementsprechend braucht ihr dann nicht mehr Zeit zu investieren. Also geringer Zeitaufwand. Emotionale Entscheidungen dadurch, dass es automatisiert stattfindet und ihr gar nicht mehr dort ins System reinschauen müsst, in eure App und so, dass ihr einen Kauf emotional vielleicht erst abwartet, dass der Kurs nochmal fällt oder der ist gerade euch zu teuer. Das ist dann ganz egal, weil es einfach auf die Zeit hinweg immer automatisch ausgeführt wird, egal in welchem Zeitraum. Das beschützt euch sozusagen vor einer emotionalen Entscheidung und ist also der zweite große Vorteil. Dann habt ihr immer den gleichen Preis und wer nämlich Betrag, nehmen wir 100 Euro, kauft ihr dann Anteile. Und dann habt ihr aber mehr Anteile, wenn der Kurs niedrig ist und ihr habt natürlich weniger Anteile, wenn ihr höhere Kurse habt und trotzdem ist der Sockelbetrag immer gleich. Der Vorteil ist, da gibt es dann auch Studien dazu, dass dadurch sich die Kosten nivellieren. Das heißt, die werden immer tendenziell günstiger gegen unendlich. Auch der dritte große Vorteil ist, ihr könnt das natürlich mit kleinen Beträgen machen. Also schon 10 Euro oder 20 oder auch 30 Euro. Das heißt, für Kleinanleger oder Leute, die jetzt erst starten möchten und Know-how aufbauen an der Börse mit Aktien, wie sie damit umgehen können, können einfach kleine Beträge zum Hineinkommen sinnvoll sein. Und da fangt ihr mit kleinen Beträgen an, die ihr dann später auch sukzessive bei euren automatisierten Sparplänen steigern könnt. Das ist also der dritte große Vorteil. Und jetzt gehen wir in Medias Res und ich zeige euch das Ganze gleich am System. Ein Handy angeschlossen und ihr könnt also gerade die neue Trade Republic App sehen, die es auf dem Handy jetzt seit neuestem gibt. Und dort habt ihr die Möglichkeit, zum Beispiel hier euch anzumelden. Ich bin jetzt schon angemeldet und habe hier, gehe mal auf den Button Neue App und dann seht ihr, kommt hier so ein kleines Video und schon die ersten Screenshots bzw. Aufnahmen von der neuen App. Und jetzt gehen wir gleich mal in eine Erstellung eines Sparplans und ich suche euch da die Omega Healthcare Investors aus. Omega Healthcare Investors ist also ein REIT. Ich habe auch schon ein paar Videos. Geht mal auf meine Seite und dann seht ihr ein paar neue Videos von Omega Healthcare. Und jetzt klicken wir auf Entdecken. Und dann müsst ihr seht hier oben links also das Portfolio und dann euer Cash, was ihr in Cash habt. Hier unten habt ihr schon die Investments. Ihr seht hier eine Aktie, die ich besitze und jetzt wollen wir aber auf Investieren. Und wir brauchen ja die Omega Healthcare und da unten sieht man jetzt, unten am unteren Bildschirm gebe ich ein Omega und da oben war es auch schon, ich hatte es schon mal gesucht, Omega Healthcare Investors. Ich tippe drauf, dann haben wir hier also den Chart, den ihr sehen könnt. In dem Fall ist es der Monatschart
Und hier unten auf der linken Seite habt ihr schon den Button Sparplan. Und jetzt wollen wir Sparplan erstellen, wechselt und dann sagt er hier Let's Go. Und damit ihr ja einen Durchschnittskosteneffekt erzielen könnt, braucht ihr natürlich ein regelmäßiges automatisiertes Investment. Und da bietet sich der Sparplan an. Jetzt seid ihr im Bildschirm investieren und könnt also einen Betrag auswählen. Wir sagen jetzt 100 Euro. Und zwar, dann geht ihr auf Weiter. Und jetzt könnt ihr auswählen, wöchentlich, zweimal im Monat, monatlich, alle 3 Monate. Und ich sage jetzt wöchentlich und jeweils der erstmögliche Beginn ist jetzt oben Anfang des Monats. Ich wähle es aus und das Ganze geht dann bei mir. Ihr könnt also verschiedene Möglichkeiten per Überweisung, Guthaben auf dem Verrechnungskonto auswählen. Ich mache jetzt, hier haben wir Guthabenmöglichkeit, Consorsbank ist meine Referenzbank und so weiter. Ihr könnt sogar über Credit Card Debit das auswählen. Ich werde jetzt einfach mal über meine Hauptbank gehen und sage Lastschriftverfahren. Wir haben also einen Sparplan. Omega Healthcare Investors wöchentlich beginnt am 2. Oktober 100 Euro kostenfrei. Es gibt keine Gebühr, gesamt 100 Euro. Wenn ihr das natürlich wöchentlich macht, habt ihr pro Monat satte 400 Euro an Sparplan, die hier automatisiert investiert werden würden. Und jetzt sage ich sparen, dann muss ich mich noch identifizieren und er bestätigt jetzt, hat diesen Sparplan erstellt. Die Möglichkeit jetzt den Sparplan, der gerade erstellt wurde, zu finden, ist, man geht auf Portfolio, den ersten Reiter, geht dann ganz runter zu Orders und Insights, tippt auf, da seht ihr die Übersicht, was ihr eingestellt habt, Sparpläne, Orders, oder habt hier die Analytics, die es ja früher auch schon gab. Und jetzt klicke ich einfach auf Orders und dann seht ihr, ich habe hier 2 Einzelorders, einmal Omega Healthcare als Einzelkauf und einmal Aris Capital als Einzelkauf. Und das sind aber jetzt natürlich Einzelkäufe, die ich schon vorher eingestellt hatte. Und auf der linken Seite seht ihr Sparpläne und da kann ich jetzt den gerade erstellten Sparplan auswählen, Omega Healthcare's Investors hier in 2 Tagen, tippe da drauf, der geht dann in die Übersicht, der ist aktiv, bisheriger Sparbetrag ist 0, okay, der ist noch nicht gestartet, dann habt ihr das Verrechnungskonto, das Intervall ist wöchentlich, der Betrag 100 Euro und die nächste Ausführung wäre jetzt am 2. Oktober. Hier habt ihr noch dann ein Kostendokument und die Auftragsbestätigung, da gehe ich jetzt nicht drauf, aber das könnt ihr natürlich ja selber im Detail auch nochmal euch anschauen, wenn ihr die App runterladet. Ich verlinke euch unten einfach den Link zu Trade Republic. Nochmal, um euch zu zeigen, wie man diesen Sparplan löschen kann, in die Desktop-App gegangen. Dort ist das Ganze bei mir jetzt in einem weißen Modus noch eingestellt. Da habe ich das lieber gerne in weiß. Wo seht ihr den Sparplan? Ihr könnt hier auf Aufträge gehen. Dann seht ihr, wie gerade schon gezeigt, in der Handy-App den Omega Healthcare Investors wöchentlichen Sparplan, den wir gerade eingestellt haben. Und dann könnt ihr den auch wieder löschen. Das gleiche ist natürlich auch möglich in der Handy-App zu löschen. Dort ist es ein ähnlicher Weg. Und ich sage jetzt löschen, Sparplan löschen. Und Sparplan wurde gelöscht und ist fertig. Also so sieht das Ganze aus. Wie findet ihr die neue App von Trade Republic? Einige sehen es ja sehr kritisch. Ich muss auch zugeben, es ist gewöhnungsbedürftig. Am Anfang muss man sich tatsächlich umstellen. Es gibt 1, 2 ganz coole Features an neuen Sortierungen und Auswertungen. Da kann ich dann noch weitere Videos drüber machen und werde die mal vorstellen. Ich war am Anfang auch kritisch und je mehr ich mich aber mit der App beschäftige, umso besser wird es und dann kommt das gewohnte User-Feeling auch wieder zurück und man bekommt ein bisschen mehr Sicherheit. Aber es ist einiges noch, kann man verbessern. Also bestimmte Sortierfunktionen, die es früher gab, die es jetzt nicht mehr gibt, da sehe ich das auch ganz ein bisschen kritisch. Schreibt mal eure Kommentare, wie ihr die neue App seht. Meldet euch an, ich packe euch unten den Link rein und betreibt unbedingt automatisiertes Sparen, nämlich jetzt über die Trade Republic zum Beispiel Handy-App und über diesen Broker. Ihr könnt zur Consorsbank gehen, da geht es auch. Oder ihr geht zu Freedom Broker oder. Er nimmt die Bank eurer Wahl, zu der ihr Vertrauen habt. Wichtig ist, dass ihr automatisch und den Durchschnittskosteneffekt ausnutzt, automatisch eure Sparpläne
ausführen lässt und so bleibt auch die Emotion draußen aus den Börsencrashs und wenn es Tiefs und Hochs gibt, wie es ja normal gang und gäbe ist und Tagesgeschäft an den Börsen dieser Welt. So, das war's für heute. Ich danke euch fürs Zuschauen. Bleibt dran, schaut das nächste Video, liked, kommentiert und ich freue mich bis zum nächsten Mal. Danke euch. Ciao, ciao. Das war's auch schon in aller Kürze. Jetzt wisst ihr, wie ihr einen ETF-Sparplan mit dem sogenannten Durchschnittskosteneffekt konstant durchhaltet und welche 3 Hauptgründe dafür sprechen, damit ihr euer Vermögen schnell und in konstanter Weise aufbauen könnt, ohne Fehlentscheidungen zu treffen. Wenn ihr jetzt noch wissen wollt, wie genau die Quellensteuer funktioniert oder ob es bei der Bank Check24 Zinsen gibt und wie viele, dann schaut euch dieses Video an und wie Quellensteuer funktioniert, schaut euch das andere Video an. Bleibt investiert. Ich danke euch. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.